Also gehen wir mal davon aus, die neuen Behemoth-Waffen werden genauso teuer und selten, für deinen Ranger zum Beispiel, wie die bisherigen Lusakas Crystal-Waffen. Oder sagen wir, sie werden sogar noch einen Tick seltener. Also ein Behemoth-Bogen kostet selbst in 6 Monaten noch, oder selbst zu Beginn des nächsten FECs noch umgerechnet 1300 Euro in F-Coins. Und dann würdest du sagen, nö, ich sehe jetzt irgendwie nicht den Grund, FEC zu spielen, obwohl du es da wahrscheinlich für wesentlich weniger und wesentlich leichter bekommen würdest. Und dann auch noch in Gold und besser. Leichter, schneller, günstiger und Gold mit besseren Stats. Würdest du sagen, sehe ich nicht ein. Das ergibt keinen Sinn, Sir. Das ergibt keinen Sinn. Und du kannst eigentlich stark davon ausgehen, dass es genauso kommen wird. Weil warum sollten sie irgendwas an dem bestehenden System ändern? Und wir haben jetzt 1,5 Jahre, sogar viel mehr als 1,5 Jahre. Die Lusakas Crystal Waffen und Hernes Waffen sind released am 9. November, glaube ich, war es. Oder 9. oder 11. November 2023. Das heißt, es ist 22 Monate schon her. Und trotzdem... sind die Waffen noch so teuer. Also vor allem Lusaka Crystal. Hernes mittlerweile geht auf den Original-Servern. Geht Hernes mittlerweile, ist fast bezahlbar. Wobei immer noch ein paar Waffen extrem teuer sind. Axe, Stick, Bow sind immer noch ziemlich teuer. Und bei den Lusakas Crystal-Waffen hat sich eigentlich gar nichts getan. Also jetzt schon indirekt durch den höheren F-Coin-Kurs während FEC, aber wenn der F-Coin-Kurs wieder runtergeht, hat sich eigentlich gar nichts getan. Weil es zwar schwierig, einen Preis für eine cleane Axe auf Borodeng und ich vermute mal auf Totemia wird es ähnlich sein zu bekommen. Aber mein letzter Wissensstand ist, dass die immer noch so um die knapp 20 Milliarden kostet. Also ich glaube 18 Milliarden hat mir irgendjemand gesagt. War die letzte, von der ich gehört habe. Ist zwar wahrscheinlich schon ein paar Monate her oder so. Aber es gibt ja auch keine Äxte. Also du kannst ja gar nicht von aktuellen Preisen ausgehen, wenn es keine aktuellen Äxte gibt. Niemand verkauft sowas. Und das, wie gesagt, nach 22 Monaten, nachdem das Update released ist. Und wenn wir von 18 Milliarden ausgehen auf Borodeng, entspricht das immer noch knapp 1000 Euro. Oder knapp 1000 Dollar in F-Coins. Und das ist insane. Und wenn es bei den Behemoth-Waffen genauso, beziehungsweise sogar noch schlimmer wird, Sir, dann wird sogar ein Behemoth-Jojo wahrscheinlich noch ziemlich teuer bleiben. Also selbst ein Behemoth-Jojo, mal angenommen das Update kommt im Oktober oder November oder so, dann hast du ungefähr 7 Monate bis FEC, Pi mal Daumen. Da wird auch das Jojo Clean noch seine 5-6 Milliarden kosten auf Borodeng und auch auf Totemia, Sir. Und das für ein scheiß cleanes Jojo, wo du dann nochmal 5 Milliarden reinstecken musst, damit es auch Damage macht. Und nicht clean ist. Also ich fürchte, die werden das genau so aufziehen, dass du dir jedes Jahr denken wirst, ach, ich spiele jetzt trotzdem FEC. Weil du anders an diese Waffen einfach nicht rankommst und es auf dem FEC halt einfach erwiesenermaßen wesentlich leichter ist, an die Waffen zu kommen. Weil sie schneller im Wert verfallen. Sie sind auch extrem teuer, aber günstiger als auf den Original-Servern im Verhältnis. Vor allem, wenn man den Start gut ausnutzen kann und halt am Anfang viel reinsuchtet, dann kommt man halt umso schneller daran. Umso leichter.
Sir. Also ich fürchte, vielen Leuten wird gar keine andere Wahl gelassen. Langfristig. Das ist genau das System, das sie gerade aufbauen wollen. Beziehungsweise sie haben es schon aufgebaut. Und es wird nächstes Jahr einfach wieder so sein, vermutlich. Es wird wahrscheinlich jetzt für immer so sein. Ich denke nicht, dass sie jemals an dem System was ändern werden. Solange es funktioniert. Und ich denke nicht, dass das irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Ehrlich gesagt. Du persönlich bist kein Fan von LC, findest es besser in Wets zum Beispiel bei AOE mit einer Heinerswaffe gut dabei zu sein, DPS zu machen, als nur bei den 1v1 und dann 50k mehr zu machen bei LC und so. Naja, es ist schon mehr als 50k. Vor allem, wenn du die goldene Version hast. Das ist schon deutlich mehr als 50k. Also beim Jojo ist der Unterschied, glaube ich, allein beim Crit Damage 12%. Na gut, Jojo ist tatsächlich wahrscheinlich noch das schlechteste Beispiel, weil du die Crit-Rate nicht brauchst. Bei Klassen, wo die Crit-Rate vielleicht sogar noch eine Rolle spielt. Das ist schon nicht wenig, Sir. Und wahrscheinlich werden sie das auch noch weiter ausbauen, den Vorteil von den goldenen Waffen. Und die Frage ist halt, ob es überhaupt nochmal sowas wie Hernes geben wird. Also deine Argumentation jetzt ist ja okay. Hernes LC. Aber was ist, wenn es gar kein Hernes mehr geben wird? Also ich gehe zwar stark davon aus, dass es wieder eine Hernes-Variante geben wird. Aber weiß man ja nicht. Könnte ja auch sein, dass die Hernes streichen und es gibt dann nur die Behemoth-Waffen. Die Behemoth-Waffen sind aber seltener oder genauso selten wie LC. Dadurch, dass es nur die gibt, noch begehrter. Und dann wird es noch viel schlimmer, dann werden die noch viel teurer werden. Dann bist du nicht bei 1000, 1200, 300 Euro oder Dollar, whatever, sondern dann bist du bei, also selbst bei der teuersten Waffe bist du wahrscheinlich bei 3000 und bei den günstigeren Waffen bist du dann bei einigen 100 und bei den mittleren Waffen auch über 1000. Für eine lange Zeit. Wenn sie neu sind und einen guten Zeitraum danach wahrscheinlich auch noch. Also, mal abwarten, Sir. Ob sie diese Einstellung beibehalten können. Für jetzt mag das vielleicht funktionieren, aber langfristig wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Je nachdem, wie krass Scala darauf pocht, dass du hier spielen sollst. Nicht jeder geht auf Ultra Max Super Duper haben alles. Naja, aber fast jeder, sonst wären die FEC-Server ja nicht so beliebt, Sir. Sonst wäre hier nicht so viel los.